Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Altbekannt natürlich der DJI Pocket 2, gut verlässlich und natürlich auch wunderbar in der Handhabung. Könnte das vielleicht, was hier an meiner rechten Hand ist, der DJI Pocket 3 werden? Schauen wir mal. Auf alle Fälle befassen wir uns mal mit der Frage, was da jetzt kommt im letzten Quartal des Jahres 2022. DJI hat ja angekündigt, den Pocket 3 auf den Markt zu bringen und wir überlegen uns einfach mal in diesem Video, was vielleicht kommen könnte, was in den Pocket 3 mit reinkommen könnte. Und hier ist so ein kleiner Kandidat, den ich euch mal vorstellen möchte, der innovativ ist, aber schafft erst gleichzeitig dem Pocket 2 gefährlich zu werden. Wir schauen es uns an in meinem Video. Ich wünsche euch viel Spaß beim Anschauen. Es ist natürlich eine interessante Frage, was soll sich gegenüber dem Pocket 2 beim Pocket 3 denn noch ändern? Es ist doch schon eine hammergeile Qualität, die uns der Pocket 2 bietet, vom Ton und natürlich auch vom Bild. Das Einzige, was ich mir denken könnte, ist, dass hier ebenfalls nochmal 120 FPS verbaut werden mit 4K, wie es jetzt hier bei der aktuellen Action von DJI, der Action 2, schon gemacht ist. Das ist natürlich eine Möglichkeit, die man hier noch mit einbauen kann, denn vom Preis her nehmen die sich nicht viel. Die sind beide so um die 500 Euro. Und vielleicht natürlich auch noch wie bei Fiotech hier dann dieser Gimbal abnehmbar und magnetisch irgendwo aufsteckbar, ohne Kabel, denn mit Kabel ist absolut peinlich, das würde DJI wahrscheinlich nicht machen, dass man das hier sozusagen ohne Kabel nochmal aufsteckbar direkt mit anbaut. Ansonsten fällt mir eigentlich nicht viel ein, was jetzt hier noch anders gemacht werden könnte. Vielleicht vom Monitor noch ein bisschen eine Verbesserung, dass man den noch breiter macht, ein bisschen größer macht, damit man mehr sehen kann, oder halt, wie gesagt, den Kamerasensor einfach ein bisschen größer anlegt, dass hier sozusagen noch mehr Lowlight-Qualität rauskommt. Und mehr würde mir nicht einfallen, was jetzt hier noch verbessert werden sollte, denn das Ding ist ja wirklich schon fast perfekt mit dem Zubehör, mit dem Stativ, mit dem externen Mikrofon und natürlich auch mit dem WLAN-Modul. Top-Geschichte. Wenn euch was einfällt, wie der DJI Pocket 3 aussehen könnte und was er für Specs beinhalten soll, dann schreibt das doch einfach mal hier direkt in meine Videokommentare mit rein. Würde mich mal interessieren. Wir können gerne mal diskutieren, was hier sozusagen in den DJI Pocket 3 noch mit verbaut werden soll. Aber wir kümmern uns jetzt erstmal weiter hier in diesem Video um den Fiotech. Kreativ und robust soll er sein, sagt die Werbung, und was in der Verpackung drin ist, das kann sich durchaus sehen lassen. So haben wir hier den Fiu Pocket 2, einen Schutzsack, die Bedienungsanleitung und diverse Karten zum Laden der dazugehörigen App. Umfangreiches Zubehör zu diesem Gerät muss man nicht extra kaufen, sondern es wird ebenfalls gleich mitgeliefert, um diesen Gimbal in jeder Situation und an jedem Ort zu befestigen. Auch mit bis zu 4K 60 FPS kannst du hier in ausreichender Qualität deine Videos aufnehmen. Die Videoformate sind ausreichend. So zeichnet der Fiotech in MOV und MP4, Full HD und 4K auf. Der ISO-Bereich, der liegt zwischen 100 und 3200 und aufgezeichnet wird mit einem 130 Grad Weitwinkel und dem Sony 1:2,5 CMOS 1/3 Zoll Sensor mit Blende 2.0. Fotos kann man mit dem kleinen ebenfalls schießen. Die Bildformate erlauben hier DNG und JPEG. Ein RAW-Format ist leider nicht verfügbar. Die Bedienung ist so ähnlich wie beim DJI Pocket 2 und auch die Form lässt stark an das Original erinnern. Integriertes WLAN und externe USB-Anschlüsse lassen HDMI oder externes Audio im Zubehör zu, sodass man dieses Gerät noch etwas erweitern kann. Das Gewicht beträgt 179 Gramm, die Akkulaufzeit bei 1080p 30 FPS wird mit bis zu 180 Minuten angegeben, bei 4K sollen es dann 160 Minuten sein. Die Aufnahmegeschwindigkeit erfolgt mit bis zu 120 Mbits und die Aufnahmeformate reichen von Zeitraffer bis Zeitlupe, 1080p, 4K bis 60 FPS.
Einen Ersatzakku gibt's leider nicht, da der Akku wie beim Pocket 2 intern verbaut ist. Die Ladezeit des Gimbals beträgt ca. 1,2 Stunden, um ihn wieder auf 100% zu bekommen. Der Preis ist, wie ich schon gesagt habe, meiner Meinung nach deutlich zu hoch angesetzt. Dieser beträgt aktuell 399 € und alle Informationen sehr ausführlich zum Nachlesen, die gibt's nochmal hier in meiner Videobeschreibung. Und ich habe es ja schon gesagt, Fiotech Pocket 2S ist eine Möglichkeit gegenüber dem Pocket 2 von DJI hier nochmal eine Alternative zu haben. Aber es ist wirklich die einzige Alternative, die du hier haben kannst, und zwar, dass du den Gimbal abnehmen kannst. Das geht bis zu 1 Meter. Die ganze Geschichte ist magnetisch anbringbar und du hast natürlich noch die Möglichkeit, hier diese ganze Geschichte von dieser Einheit zu steuern. Was die Qualität angeht, von 4K 60 FPS, was die Qualität angeht von Slow-Mo und natürlich auch von Zeitraffer, das ist hier nicht so optimal wie im Pocket 2. Also du hast natürlich hier eine schöne Qualität, die Farben sind auch relativ satt, kann man sagen. Ich finde, das geht eher so ein bisschen in den bräunlichen Ton. Was natürlich überhaupt nicht geht, das ist der Ton vom Fiyo Pocket. Dann wollen wir bei der Gelegenheit natürlich gleich mal den Ton testen hier vom Fiotech Pocket 2S und horchen mal, wie so ein bisschen die Stimme klingt, wenn wir so vor uns hin vloggen, was ja eigentlich relativ oft passiert und auch notwendig ist. Und da muss natürlich die Audioqualität auch richtig super sein, denn mit einer schlechten Audioqualität ist der halbe Film wirklich nicht anzuschauen. Und deswegen gucken wir uns mal im Studio an, was er bringt hier von der Audioqualität, der Fiotech Pocket 2S. Und das ist natürlich eine Möglichkeit, die muss man einfach ausschließen. Das ist hier sozusagen komplett wie ein Telefon, finde ich, der Ton. Also vom Ton her kann man den echt nicht so benutzen und du hast auch jetzt direkt die Möglichkeiten, hier nicht so schnell um andere Mikrofone mit ranzubauen. Gleichzeitig natürlich per Bluetooth, klar, ist die Möglichkeit vorhanden, aber Bluetooth ist natürlich dann auch wiederum so ein Audioformat, das man eigentlich nicht haben möchte, das ein bisschen nach Telefon klingt und ein bisschen die Frequenzen kaputt macht. Also vom Ton her überhaupt nicht benutzbar, also nur benutzbar, wenn man jetzt sozusagen keine höheren Ansprüche hat. Vom Bild her würde ich sagen, geht er auf alle Fälle. Bei Zeitlupe, Zeitraffer muss man dann auch Abstriche machen, da gibt es den 4K nur zweifach. Und vierfach ist dann schon HD-Format und achtfach ist dann 720p. Finde ich eine schwache Nummer. Also das ist dann auch kein gutes Manko. Und was ich dann noch unentspannt finde, ist wirklich vom Fiotech der Preis. Man könnte jetzt eigentlich überlegen, okay, wenn man sagt 250 €, 280 €. Dafür ist das System eine gute Alternative zum Pocket 2. Kann man auch mal benutzen. Muss man ein bisschen bei der Bildqualität Abstriche machen. Aber das Ding kostet jetzt bei Amazon, Link ist in meiner Beschreibung, 400 €. Und für 400 €, da kriegst du den ja schon komplett hier für 430 oder 440 € gut. Da kannst du jetzt sozusagen den Gimbal nicht abnehmen, hast aber eine bessere Qualität, A vom Ton, B vom Bild und eine stabilere Software. Weil die Software von dem Fiotech Pocket 2S, die ist zwar stabil, ist aber dann doch mit Bugs behaftet. Beim DJI Pocket 2 hatte ich sowas noch nicht. Hier hatte ich das jetzt schon, wenn ich den vom Netz abnehme oder am Netz anschalte, dann steht er einfach. Dann bleibt einfach hier sozusagen das Bild im Monitor stehen und das darf natürlich nicht passieren. Da muss es entweder angehen oder ausgehen oder man muss ihn neu starten können. Passierte beides nicht. Auf alle Fälle so nach einer Minute, 1,5 Minuten hat er sich dann sozusagen ein bisschen in Reihe bekommen und hat mir dann sozusagen das Menü wieder angezeigt. Also hier auch noch ein paar Software-Bugs vorhanden. Da muss man ebenfalls ein bisschen vorsichtig sein. Und wer keinen Ton braucht und hier die Möglichkeit nutzen möchte, den Gimbal magnetisch woanders aufzusetzen oder mit dem Zubehör irgendwo zu benutzen, das ist eine clevere Idee, finde ich aber, wie gesagt, auch nicht ausgereift. Man hätte wirklich so lange machen sollen, bis man das funkmäßig hier verbinden kann, dass man echt kein Kabel mehr braucht. Denn 1 Meter ist natürlich auch nicht allzu viel. Ich meine, das wäre natürlich mehr Kabel, dann was auf 2 Meter zu verlängern und, verstehe ich ja denn, aber vom Prinzip her ist hier nur sozusagen die halbe Miete vorhanden. War eine gute Idee, ist aber sozusagen nicht ausgereift mit dem Gimbal und dem Magnet. So, ansonsten kann man das Ding empfehlen für 280 €, wenn es mal so viel kosten sollte. Momentan kostet das Teil 400 €, also nicht empfehlbar für diesen Preis. Meine Meinung, und wer trotzdem mal nachschauen möchte, in meiner Beschreibung ist der Link und ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Sehr gern bis zum nächsten Video und damit tschüss, bye bye und winke winke.